So, und damit, hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von The Turing Test. Jo, im letzten Video haben wir... These people should not have been sent here. It's not safe. Manned space travel is not safe. Since mankind first entered space, the debate has raged over the value of manned space travel. There is a large contingent of the ISA that believes all tasks that need to be performed on Europa could be performed by machines. It is obviously less risky to send machines rather than humans into space. Ja, die haben gerade einfach nur darüber gequatscht, dass das Team hier nicht rein sollte, weil es ist gefährlich. Und dann sagte Tom so, ja, Weltallreisen, jetzt mit dem Raumschiff durchs Weltall fliegen halt, ist gefährlich und dass alles so seine Risiken hat und dass man besser hier, oder dass man diesen Test auch durch Maschinen durchführen könnte, anstatt mit Menschen. Das wäre weniger risikoreich für die Menschen und dass man im Prinzip auch dann Menschen ins All schicken könnte. Das wäre auch risikofreundlicher für Menschen. Gut, jo, letzte Video haben wir die Mannschaftsquartiere gesehen. Oder durchsucht. Camp, sag ich mal, von dem Team, haben so ein bisschen über die Leute erfahren, wobei ich mir das auch nicht ganz durchgelesen habe. Ja. Und jetzt sind wir hier. Und ich blick so gerade gar nicht durch. Okay, den muss ich haben. Mhm. Okay, also ich gehe da drauf, dann öffnet sich die Tür und die Tür schließt sich. Kann ich Dinge schießen? Jetzt hätte ich gedacht, von hier so da drauf werfen, aber funktioniert nicht. Ja. Okay, wenn ich jetzt drauf bin, bringt mir ja nichts. Kann ich die jetzt hier drauflegen? Kann ich hier drauflegen? Ja, kann ich sogar. Bringt mir nichts. Weil dann funzt das Ding da. Kann ich das da drauf schießen? Oh, hallo. Na, boah, ich werde glaube ich jetzt Ewigkeiten an diesem Level sitzen, weil ich blick so gar nicht durch. Was ist das denn hier? Okay, so eine Teleport-Dinge. Also ich stehe drauf, Stromgas sind unterbrochen. Also zumindest bei denen. Alter, was? Ich frage mich, was das Ding hier soll. Das bringt für mich gar nichts. Kannst du mir kaputt schießen oder so? Light Status, Candle, Power Containment. Kann ich den irgendwie... hier anbringen oder so?
Nö. Okay, das bringt nichts. Ha. Ja, das wäre natürlich jetzt zu einfach, wa? Funktioniert auch nicht. Ich blick's nicht. Ich blick's nicht durch. Ich blicke nicht durch. Kann man so was machen hier? Ja. So, aber wenn ich jetzt den da drauf werfe, geht die eine Tür auf und die andere Tür zu. Schade. Ich glaube, das ist wahrscheinlich todessimpel, bloß immer gerade zu dumm dafür. Blöd. Ich blick echt nicht durch. Ich check's nicht. Guck mal, ich sehe gerade mal in der dritten Reihe das erste Level. Ciao, Alter. Oh Gott. Ich blick's nicht. Ich blick's nicht durch. Ich blick da nicht durch. Ich habe keine Ahnung. Da Dinge muss ich haben. Aber diese Scheiße mit der Tür, ne? Jetzt ist die Tür auf, aber die Tür zu. Boah, jetzt muss ich auch noch richtig nachdenken. Kann ich den Stromkreis irgendwie unterbinden oder so? Ich retüt halt nur das scheiß Ding da. Ich kann den auch nicht so aufheben. Und die nächste Frage ist... Was soll ich mit dem Ding hier? Powerbox Delivery System. Ja, schön. Aber was soll mir das Scheißding bringen, Alter? Nix! Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich habe keinen Plan. Ach, halt! Haha! Warte. Haha! Trick 17, ne? Okay, da habe ich jetzt echt lange für gebraucht. Stand wie am Schlauch. Da habe ich jetzt aber echt wo gebraucht. We sent drones to Earth's moon. Scientists can remotely operate drones. If we did it there, why not here too? Teleoperation became possible on the moon when the communication latency was reduced to 1.4 seconds. The distance between the Earth and Earth's moon is approximately 1.3 light seconds. This enables near real-time control of drones by scientists. The story is different with Europa, as the distance between Earth and Jupiter oscillates between approximately 32 and 53 light minutes. It takes a very long time for Earth to communicate with Europa. Due to that distance, teleoperation will never be possible on Europa. Okay, but why not control drones from the satellite? Why not indeed? My systems can be teleoperated from Europa's satellite. That is when the communication lines are opened. However, the advantages of human field workers apparently outweigh the risks. So, why can't you solve these tests, Tom? I am not permitted to think laterally. Parts of my systems are permitted to use evolutionary algorithms. This simulates what is called creativity. However, evolutionary algorithms can converge on inefficient and ethically suboptimal solutions. Since this is the case,
I'm only permitted to take actions in response to a set of constraints. What do you mean by morally suboptimal? Solutions to problems that transgress ethical boundaries. Okay, die haben jetzt einfach nur über Kommunikation geredet. Toll, jetzt muss ich auch noch beide haben. Alter. Ah, okay. Machen wir anders. Ach, halt, jetzt hab ich den Ding vergessen. Ey. Zack! Alter, das Spiel wird so lange dauern, ohne Witz, ne? Alter, was ist jetzt los? Es hängt. Ich will nicht, dass es hängt. Es hängt wirklich. Es hängt nicht. Why does Gut. a lack of So, was haben wir da creativity jetzt? stop Tor you auf. solving these tests? Well, Tor auf. I contend that problem solving is creativity. These human interaction tests are exercising your creative mind. I don't see how problem solving is creative. Think back to the beginning of these tests, to the first puzzle you solved. It required you to throw a box through a window. Do you remember? Yeah, I think so. I simply had never thought to throw a box through a window. That is creativity, thinking outside of the box. Manche Leute sind echt wohl simpel, aber die sind echt so gemacht. Mann, was ist das denn? So. Can a computer ever be creative? What the fuck? They Was ist can. denn jetzt? But a computer's method of creativity is to try everything until something works. Think of nature. People consider nature creative, Muss ich da rein? the process of evolution by natural selection. It perhaps started with one organism. From there, it essentially tried to create every organism it could. Okay. Those organisms that did not survive perished. So, nature's creative force is to try every conceivable idea. Those ideas that work survive. Okay, Scheiße, so why aren't you Fließband, oder? permitted to emulate that process? Because the Kack solutions Fließband. that a biological process so. creates are not always good Was ist solutions. das denn hier? As we see, nature is morally ambivalent. It will happily create morally suboptimal ideas Oh. to fulfill its creative mandate. We see this in parasitic worms, viruses, and pathogens. Der sagt der Magnet echt nur. Das ist richtig dämlich. Das ist.
Was soll's? Okay, hab ich gesehen. Muss ja immer so richtig schwere Level sein, ne? Das nervt ein bisschen hier. If you weren't restricted, do you think you could be creative? As creative as a human? Certainly. Mal gucken, ob wir das jetzt nochmal lösen kann. You believe yourself to be a creative. But in mathematical terms, creativity is merely constrained chaos. What do you mean? I have discerned that creativity is divergent thinking, creating an organic solution to a problem. In the human mind, divergent thoughts are created and then curated by the frontal lobe. I can create divergent thoughts and moderate them. So, I am creative. Organic solutions? Organic, in that it is developed through a biological process. Whether that is the process of evolution Ach so, die or a Kamera sieht computed mich. process. Hahaha. Dumme Kamera. Solid, Solid B. Kann ich das öffnen? Was ist denn da? Ich kann mich aber nicht ducken. So, neuer Test. Die Universe-Maschine. Was geht denn jetzt? Da haben wir keine Treppe hoch. Ist das so eine Endlichkeitstreppe? Nee. Wie, das war's jetzt? Okay. Was ist denn hier? Ich kann mich eh nicht ducken. Das sind Spritzen und ein Ball. Oder ist das eine Tonne? Aber ich kann mich halt nicht ducken, ne?
Ah, ich kann mehrere nehmen, das ich gar nicht. Relativ viel. What? Ist da irgendwas? Nö. Okay, nächster Raum. Ist aber irgendwie gar nichts. Wie, jetzt muss ich die ganze... Ach so, deswegen. Okay. Zack, zap, 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 zap. Boah, das Spiel sollte bestimmt jetzt noch 4 rein. Okay, so you could solve these tests, but in a terrible fashion. Can you think of a solution to this one? Chop off your arm and leave it on the button. That way the door will stay open. Yeah, that's not a great solution. You threw the box through the window. Perhaps we could throw you through the window. Actually, Tom, I think I'm okay for help. Right you are. Can I have an update on the crew? I have not managed to track them down. It will have been 6 years since I've seen them. Or anyone, actually. They have locked all the doors. I would not There you go. expect a warm reception. Well, at least they're expecting us.
So, packe ich den Blödsinn jetzt hin hier. Komm schon. So what was the need to send us here? When the ISA discovered life on Europa, they deemed a ground crew necessary. The advantage of human field workers is that they can adapt to new knowledge more effectively. I, apparently, was not cutting the mustard. It is the Chinese room problem. A computer may be able to interact with new knowledge, but it does not know the value of that knowledge. Okay. Gut, so Leute, ich muss sagen, dann bin ich auch mal hier das Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und Bock drauf hattet. Ja. Das erste Level habe ich ein bisschen gefuchst, muss ich sagen. Da war ich ein bisschen am Schlauch. Jetzt muss ich mal überlegen, wie es hier weitergeht. Deswegen aber mache ich alles im nächsten Video. Jo! Gut, was soll ich da großartig zu sagen? Ne? Das Spiel ist so ganz chillig. Macht so Bock. Ist so echt entspannt. Macht wohl Spaß. Muss man seine grauen Gehirnzellen mal ein bisschen wieder, oder seine grauen Zellen mal wieder ein bisschen anstrengen. Deswegen ist das wohl gar nicht so scheiße. Was heißt scheiße, das Spiel? Es macht einfach Bock. Ich mag ja solche Spiele, wo man einfach mal ein bisschen überlegen und denken muss. Kniffeln und so ein Blödsinn alle. Wo man ein bisschen um die Ecke denken muss. Aber gut, mal gucken, wie es denn weitergeht. Wir sind ja auch gerade erstmal im ersten Drittel oder so. Nicht mal. Ja, doch. Eine Reihe noch, dann haben wir ungefähr die Hälfte. Also wenn wir den geschafft haben und die Reihe, dann haben wir die Hälfte von dem Spiel. Und dann wahrscheinlich kommen hier so richtige Knüppellevel, ey. Aber gut, das ist ja auch nicht schlimm, finde ich gut, habe ich Bock drauf. Ich bin echt gespannt, auf jeden Fall. Jo, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid auch gerne beim nächsten Mal dabei. Ich kann mich sehr drauf freuen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dahin und schön mit Ü.